Servus Leute, das Wetter in Deutschland ist momentan richtig schön. Bis auf gestern, wo es geregnet hat. Aber die letzten paar Wochen waren super Wochen für Inliner fahren. Und viele Eltern fragen mich, welche Inliner soll ich als erstes für meine Kinder kaufen. Und ich habe heute einen Video-Review von den Bauer XLP Inline Skates für Kinder in andere Orte der Welt. Ein kleiner Rebrand als Mission Little Ripper, aber im Grunde genommen genau den gleichen Inliner. Und das ist der Inliner, die ich wirklich zu jedem Anfänger empfehle, egal ob er oder sie Inline-Hockey spielen möchte oder ganz normal auf die Straße gehen möchte. Beide meine Töchter haben sie und heute gehen wir durch, was sie so gut und besonders macht. Legen wir los! So fangen wir mit der Sache an, die ich wirklich an diesen Inliner am meisten schätze, und das ist, dass sie justierbar sind. Also werdet ihr mehr als eine Saison für eure Kinder daraus bekommen, und das ist unheimlich wichtig. Man macht einfach dieses Teil auf und dann geht man einfach mit der Hand rein und kann dann einfach entsprechend schieben, 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 je nachdem, welche Größe man haben möchte, und dann sie einfach wieder auch zusammendrücken. 4 unterschiedliche Größen gibt es pro Inliner. Das ist echt eine coole Sache, weil man die Skates dann, schätze ich mal, mindestens 2 Sommers benutzen kann, wenn nicht sogar länger. So, es hatte tatsächlich geregnet. Ich müsste den Dreh abbrechen. Dann musste ich auf der Arbeit. Und unter anderem hatten wir heute die Inliner Laufschule, wo solche Inliner wirklich perfekt wären. Von Verstellbarkeit her, die kleineren kommen in Größe 7 bis 10 Youth, das entspricht 25 bis 28 im Euro ungefähr. Und die größeren kommen im 11 Youth bis 1 Junior, ungefähr 29 bis 33. Kommen wir zu dem Schuh selber. Was mir an diesem Schuh gefällt, das ist nicht aus Plastik, das ist kein Softboot. Ein Softboot finde ich manchmal für die Kids vielleicht nicht unbedingt genügend Stabilität. Dennoch ist es nicht so super fest, dass es wirklich deinen Knöchel brechen würde. Es gibt schon ein bisschen nach, aber es hat auch einen guten Halt. Mir gefällt auch zusätzlich, dass es den kompletten Weg Schnürsenkel drin hat. Es ist nicht so, als ob ein Verschluss hier oben, und manche haben einen Verschluss da unten, wirklich schlecht sind. Früher habe ich gedacht, es ist eine Katastrophe, aber ganz ehrlich, meinen Bauer Connect Torwart-Schlittschuh, die absoluten Top-Schlittschuhs sind, haben einfach nur 2 Verschlüsse. Aber ich finde, mit Schnürsenkeln kann man immer den Schuh gleichmäßiger binden als nur mit 2 Verschlüsse. Die Zunge, ganz normales Filz, mit ein bisschen Schutz hier vorne gegen Lacebite. Lacebite ist, wenn die Schnürsenkel in den Schienbein reinschneiden, und hier haben wir extra Polsterung, um das zu vermeiden. Also das finde ich gut. Schaumstoff innen drin. Es fühlt sich ein bisschen wie Memory Foam an. Ich weiß nicht genau. Ich bin kein Schaumstoff-Experte. Ich weiß einfach nur, meine Kinder haben sich nie beschwert, dass es nicht bequem ist, dass es unbequem ist, und das ist für mich das Allerwichtigste. Es ist nicht thermoverformbar. Das braucht man bei solchen kleinen Schuhen nicht, oder bei Kindern, die ständig wachsen. Das ist nur für einen Top-End-Schuh. Die Thermoverformbarkeit für so einen Inliner ist einfach nicht notwendig. Kommen wir zu den Chassis und die Rollen. Es hat einen High-Low-Chassis, bedeutet, dass hinten etwas höher ist wie vorne, und in diesem Fall die hintere Rolle, weil es nur 3 Rollen hat. Wenn es 4 Rollen hätte, dann wäre die hintere 2 Rollen etwas größer, aber in diesem Fall nur die hintere Rolle ist 4 mm größer wie die 2 Vorderrollen, 72 mm, 68 mm. Das bedeutet, dass man sich ein bisschen nach vorne neigen würde, wenn man läuft, und das ist genau, was man auch haben möchte. Es soll natürlich nicht zu krass sein, ist auch nicht der Fall, aber kerzengerade möchte man nicht laufen. Man ist etwas stabiler, wenn man sich nach vorne lehnt, und man rollt zusätzlich besser. Also der High-Low-Chassis ist ein wichtiger Bestandteil von sehr, sehr vielen Inline-Hockey-Skates, und ich finde es auch in einem Kinderschuh eine tatsächlich gute Sache. Es bringt sie auch in eine gute Körperhaltung. Die Rollen sind für
So ein Schuh finde ich auch von guten Qualität. Bei manchen billigeren Kinderschuhe bekommt man eine Rolle. Es sieht sehr, sehr nach Plastik aus. Das ist natürlich nicht die hochwertigste Rolle aller Zeiten, weil wir reden nicht vom Profi-Inline-Hockey hier. Aber das ist für Kinder auch eine ganz, ganz ordentliche Rolle. Die Kugellage sind ABEC 5 Kugellage. Es gibt ABEC 1, 3, 5, 7, 9. ABEC ist keine Marke, es ist einfach eine Bezeichnung von der Toleranz zwischen die Teile in den Kugellager. Desto höher die Zahl, desto weniger der Toleranz, desto niedriger die Zahl, desto größer der Toleranz zwischen die Teile. Aber es wirkt sich nur auf sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten aus. Also ABEC 5 völlig ausreichend. In den hochwertigen Schuhen kommen ABEC 7 und 9. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe selber ABEC 5, ABEC 7, ABEC 9 ausprobiert und ich habe, obwohl ich finde, ich laufe ordentlich in Leine, keinen Unterschied gemerkt. Und der letzte Punkt hätte ich fast vergessen, sehr wichtig für die Sicherheit, auf einem Schuh kommt immer einen Stopper, die man auch entfernen kann, wenn man möchte. Aber für einen Anfänger oder für Kinder würde ich auf jeden Fall immer zuerst einen Stopper empfehlen. Und wenn man sich etwas wohler fühlt auf die Inliner, dann könnte man den Stopper abmachen. Es ist einfach sicherer. So, meine Kinder haben mich gefragt, warum hast du keinen Stopper auf deinen Inliner, wenn man vielleicht enge Bögen fährt oder man übersetzt. Ich mache einfach nur ein Beispiel. Hier, wenn ich übersetzen würde, dann kommt oft der Stopper ein bisschen im Weg, trifft sich mit dem anderen Schuh und dann kriegt man ein bisschen Probleme. Also manche Bewegungen sind einfacher ohne Stopper, aber am Anfang sehr wichtig, nutze einfach den Stopper. So, ich habe jetzt genug geredet. Jetzt schauen wir mal einfach, wie die Kids mit den Inliner auf der Straße laufen. Let's go. Alles gut. Du hast mir gesagt, du wolltest keinen Inliner fahren. Und jetzt sagst du, es ist voll cool. Was ist los? Keine Ahnung. Go, 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 go. Okay. Eine letzte Sache, die mir an den Bauer XLPs sehr gut gefällt, ist, dass sie einen Hockeyschnitt haben. Also somit etwas tiefer geschnitten sind als die meisten herkömmlichen Kinder-Inliner, die aus meiner Sicht zu hoch geschnitten sind. Das heißt, die gehen den Schienbein viel zu hoch und somit können die Kinder gar nicht richtig in der Hocke gehen, um in eine gute Position zu kommen. Die XLPs tiefer geschnitten, nicht so tief, dass man überhaupt keine Stabilität mehr hat, aber tief genug, dass man schön in der Hocke gehen kann und nach vorne flexen kann. Not so fast, though. Ist nicht schlimm. Papa fällt auch manchmal. So. Sind die Inliners, sind die bequem? Ja. Du Schmerzen irgendwo im Fuß oder so? Nee, alles gut, oder? Passen perfekt. Genau so. Wir Ente laufen. Den Berg hoch. Wieder ein richtig schöner Tag. Eine Tochter ist unterwegs. Die andere wollte mit mir Inliner fahren. Das ist schön. Jawohl, leichte Kurven, Bremsen nutzen, das ist gut. Gut gemacht. So, ich hoffe, dass ich euch in diesem Video über die Bauer XLPs gut informieren könnte. Ich mache wirklich wenig Product Reviews, weil es einfach so viele Produkte gibt, aber ich wollte diesen Review machen seit schon 2 Jahren, weil das ist ein Inliner, die für Kinder mich wirklich überzeugt hat. Es ist kein Plastikklump, es ist nicht zu hoch geschnitten, dass die Beweglichkeit dann eingeschränkt wird. Es hat gute Rollen. Es ist einfach ein gut gebauter Inliner in der Preisklasse. Kostenpunkt 100 bis 110 Euro im Laden. Das klingt erstmal nach viel Geld, wenn man schon für Inliner für vielleicht 30 oder 40 Euro bekommen kann. Aber man kriegt 2 oder vielleicht sogar 3 Saisons daraus und die Kinder können einfach wirklich schön damit fahren. Ich wünsche euch viel Spaß da draußen, diesen Sommer auf der Straße oder in der Halle. Und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.